bist halt rausgefahren. So raus. Aus dem Bild. Hallo, ich bin der Ruti. Ich bin mit dem Motorrad in Venezuela. Hallo, mein Name ist Ruti. Ich bin mit dem Motorrad in Venezuela im Moment und heute stelle ich die Kleiderfrage. Ich bin ja die letzten 4 Jahre 75.000 Kilometer mit dieser Kevlar Jeans gereist. 98 € bei Louis. Die hat Hüftprotektoren und Knieprotektoren drin und ist jetzt schon etwas ausgeblichen, aber sie hat alle Nähte sind immer noch tipptopp, die ist nie genäht worden. Also Kevlar, auch bis zu 70 km/h irgendwie rutschfest. Also ist wirklich ein Mega-Produkt. Für obenrum habe ich eine etwas teurere Variante gewählt und zwar eine ca. 500 € teure Held-Jacke, Textil-Adventure-Jacke. Hat Schulterprotektoren, Ellbogenprotektoren und man kann einen Rückenprotektor einsetzen, denn bei diesen 500 €, die Jacke heißt übrigens Carese 2 von Held, da ist noch kein Rückenprotektor dabei. Man soll halt nochmal irgendwie 30 € für den Rückenprotektor ausgeben. Was ich natürlich auch gemacht habe. Also ich bin damit gefahren und hinten steht drauf, ich zeige es einmal, Quattro Tempi, also 4 Jahreszeiten. Und die Jacke ist auch wirklich super. Man kann den Arm ganz aufmachen zum Lüften. Hier unter der Achsel kann man aufmachen, hier hinten kann man aufmachen, dann kann man nochmal quer aufmachen und die Brust kann man so runterklappen. Ja? Sieht man das hier, hochklappen bzw. hochklappen. Kann man das Mesh darunter. Ja? Und dann zieht der Winter durch, ist gut, aber ab 25 Grad und wärmer ist es halt einfach heiß. Ist natürlich auch eine schwarze Jacke, ist einfach brutal heiß. Ich war jetzt vor Venezuela, bin ich durch den Amazonas gereist, 3 Monate und da ist es jeden Tag 40 Grad und das Klima vor allen Dingen. Es presst richtig, also es ist richtig heiß. Und klar kannst du damit fahren und überlebst das, aber es macht halt keinen Spaß mehr. Und deswegen, ich hatte schon vor meiner 3. Reise, bevor ich nach Südamerika gefahren bin, hatte ich schon überlegt, ob ich nicht lieber Protektoren einzeln haben will. Und dann kann ich immer jedes Oberteil drüber ziehen, was ich will. Dann kann ich mal eine Lederjacke fahren, mal eine Regenjacke, mal nur ein T-Shirt oder auch nur die Protektoren und oben ohne. Ja? Das kann man dann alles machen. Einzelne Komponenten. Das geht jetzt halt hier nicht, weil das ist alles in einem. Das Problem ist, wenn es so heiß ist, was man machen kann, man kann die Jacke hinten auf den Berg noch drauf schnallen. Habe ich in Kroatien gemacht. Aber man kann die Jacke dann eben nicht kompakt zusammenfalten, weil sie diesen Rückenprotektor hat. Ja? Und jetzt hat sie diesen Rückenprotektor nicht und dann kann ich sie zusammenfalten. Ja? Das ist der große Vorteil. Man kann sie nicht in die Tasche reintun, oder der große Nachteil von diesen Jacken All-in-One. Und diese hat hat eine extra Gore-Tex-Layer, also eine extra Drunterziehjacke oder Drüberziehjacke, kann man in und out tragen. Und das ist auch eine super Jacke, die Regenjacke. Aber es ist gut, dass das eben, wenn du jetzt eine All-in-One hast, mit Gore-Tex auch noch da drin, das ist halt nochmal heißer. Gore-Tex ist zwar luftdurchlässig, aber halt nur ein bisschen. Ja, es bleibt einfach heiß. Ihr seht es, ich stehe jetzt hier nur in diesem Polyester Motocross-Hemd und mir läuft die Brühe hier runter. Hier sind es ungefähr 30 Grad. Ich bin nicht mal in der prallen Sonne, aber ich bin schweißgebadet. Deswegen habe ich, wie ihr gesehen habt, jetzt umgestellt. Und zwar Rückenprotektor. Das ist der alte Rückenprotektor aus der Jacke. Der hat halt hier so richtige Schmetterlingsform, ja, für die Schulterblätter und so und ist voll dick. Ist gut. Stufe 2, also es gibt 3 Stufen. 1 ist nicht so sicher, 2, habe ich gelesen, sollte es mindestens sein und 3 ist nochmal sicherer. Viele Motocross-Sachen haben immer nur Stufe 1.
Meine Protektoren haben alle Stufe 2, auch die Health-Protektoren. Hier, das ist zum Beispiel Schulter, Stufe 2. Also wenn man da drauf fällt, das ist flexibel, wenn man da drauf fällt, dann wird das hart. Habe ich ausgiebig getestet. Wie man sehen kann, sind die Sachen schon gebrochen teilweise, die Protektoren. In den Beinen, in den Knien sind beide gebrochen. Ja, klebe ich dann mit Klebeband und muss dann so weitergehen. Aber auch ein weiterer Grund, das jetzt mal irgendwie zu ersetzen oder mal anders zu machen. Und deswegen habe ich jetzt diesen Rucksack an, wie ihr seht. Und weiß nicht, ob ihr das kennt, aber man hat eben hier verschiedene Schnallen. Man kann die noch besser festschnallen als die Jacke, weil die Jacke hast du an und theoretisch kann sie dann noch verrutschen. Ist mir zwar nie passiert beim Runterfallen, dass es verrutscht ist, auch nicht die Ellbogendinger, aber sie sitzen halt nicht so tight, wie wenn das jetzt so angeschnallt ist. Ja? Und das ist mein neuer Rückenprotektor, auch Stufe 2. Ja, er hat hier noch so Taschen und so und den kann ich anziehen wie einen Rucksack. Ist etwas dünner, aber auch Stufe 2 und hat eben nicht diese Schmetterlings, also schützt nicht das Schulterblatt mit. Okay, das habe ich in Kauf genommen. Der Clou ist, dazu gehört dieser Rucksack. Also man macht es eigentlich hier hinten auf den Rucksack drauf mit diesem Reißverschluss fest. Ja, kann das auch mal machen. So. Und jetzt ist es der Rucksack. Das ist Kudu 10 von Camelback. Camelback, ihr kennt das, diese Trinkblasen, Camelbacks. Und da ist included eine 3 Liter Trinkblase. Die ist in einem extra Fach. Und es sind hier noch so Fächen für die Jacke und es ist 10 Liter eben. Der Frank hat die gleiche Version mit 20 Liter. Ich wollte es aber so klein wie möglich haben, deswegen habe ich 10 Liter gewählt. Und ja, es ist jetzt eben auch so, man kann dann diesen Schlauch hier auch noch so festklemmen, damit das hier ja, ordentlich ist. Bisher habe ich den einfach so immer unter den Träger gemacht und ich hatte ja gar keine Tasche. Ich habe mir nur diese Blase einzeln gekauft in Bolivien und die war halt auch ein bisschen cheap. Die ist mir schon mal geplatzt im Amazonas, da war hinten dann alles nass. Wie gesagt, es waren 40 Grad, es war nicht unangenehm, aber ich hatte halt nichts mehr zu trinken. Und die hier ist halt viel professioneller, die kannst du halt so richtig zuschrauben und so. Dann habe ich 3 Liter, die andere habe ich noch behalten, habe ich noch 1,5 Liter. Das heißt, wenn ich mal campen gehe, hätte ich dann 4,5 Liter Wasser, reicht auf jeden Fall für eine Nacht. Super top. Und es ist halt schon so, ich habe vorher immer nur eine halbe Flasche, vielleicht so 0,5 Liter getrunken auf so Etappen, was halt viel zu wenig ist, also auf heißen Etappen. Und mit diesem Schlauch, vorher habe ich schon mehr getrunken dann, weil es dann eben einfach mal kurz trinken ist. Ich erhoffe mir, dass ich jetzt noch mehr trinken kann, wenn es noch gemütlicher ist. Weil diese Blase habe ich halt in den normalen Rucksack reingemacht, die hat da nicht richtig reingepasst, die ist immer so zusammengefallen. Das war alles nicht so optimal, ja. Und auch der Schlauch hat geleckt und so. Das ist halt, ich erhoffe mir von diesem Camelback, dass das alles dicht ist und gut ist. Ne? Wie ihr seht, sind da die Kleber noch dran. Ich habe sie noch nicht richtig ausprobiert. Genau, mein Rückenprotektor. Komponente 1. Dann, jetzt muss ich mich mal nackig machen. Habe ich mir von Liat, wie sagt man, Ellbogenprotektoren gekauft. Mesh hier, Stufe 2 Protektor, aber der ist super dünn. Also ja, der hier ist doppelt so dick. Also super cool. Ich meine, natürlich ist es auch warm hier, ja. Also es ist total geschwitzt, aber weniger als wenn man halt so eine Skijacke anhat oder so eine Motorradjacke. Und ja, das ist mein neues Outfit, wie ich oben fahren werde. In 3 Jahreszeiten kann ich die Jacke oben drüber ziehen, meine Motorradjacke, habe dann auch diesen Abrieb. Ansonsten fahre ich mit T-Shirt und Ellbogenprotektoren und dem Rückending. Und ich hoffe mir, dass das viel, viel cooler ist, flexibler, man ist leichter unterwegs. Ja. Die Jacke, die hat man halt, weil die 100 Taschen hat, was super praktisch ist. Aber die habe ich dann halt auch immer mal voll mit dem ganzen Scheiß. Gut, das werde ich jetzt wahrscheinlich in den Rucksack packen. Aber ja, ich erhoffe mir einfach einen Komfortvorteil dadurch. Es gibt natürlich einen Nachteil, ich habe keine Schulterpolster mehr. Schulterprotektoren, nicht Schulterpolster. Hier ist das auch. Ja. Hier sind so Klettverschlüsse dran, man könnte quasi in das T-Shirt einen Klettverschluss reinmachen und könnte sie dann dran bappen, dann wären auch wieder Schulter da. Ich werde die jetzt nochmal behalten, dass wenn ich die Jacke anziehe, dass ich dann Schulter habe. Kurz zum Sicherheitsaspekt, ich sage euch nur, wie ich das mache, ihr müsst es für euch selber entscheiden, wie ihr das macht. Und am allerbesten ist es, wenn ihr alle Protektoren anhabt, die es gibt. Ja, das ist das Beste. Das beste Abriebmaterial, Leder oder so. Die dicksten Protektoren, Neckbrace,
Roboterknie, alles. Ja, ist das Beste. Aber es geht halt zu Lasten des Komforts und es wird halt dann auch brutal heiß. Ist dann die Frage, ja, man kann sich dann schlechter konzentrieren. Ist schlechte Konzentration auch gefährlich? Man kann es sich so oder so schön reden, warum man mit oder ohne Protektoren fährt. Ja? Bei mir ist es, ich fahre ja in diesen, kann man hier sehen? In diesen, fast Motocross-Stiefeln mittlerweile, weil ich schon zweimal mir den Fuß so verletzt habe, dass das Bike draufgefallen ist, trotz Stiefel, dass ich ein halbes Jahr Schmerzen hatte, beim ersten Mal sogar ein Jahr. Da hatte ich die Daytona-Stiefel, die hatten halt oben keine Stahlplatte und die hier, mit denen bin ich auch schon gestürzt im Dschungel und da hatte ich auch 4 Monate oder so Schmerzen. Obwohl ich diese fast Motocross-Stiefel anhatte. Deswegen, das ist für mich halt, also Stiefel ist für mich das Wichtigste. Auch die meisten Verletzungen beim Motorradfahren entstehen an den Extremitäten, zuerst an den unteren. Apropos Extremitäten, das ist halt auch so, bei der Hose habe ich jetzt noch nichts gemacht. Ja, da bin ich ehrlich, Komponenten hin oder her, bei der Hose trägt man halt wahrscheinlich eine Hose. Natürlich kann ich jetzt hier kurze Hose tragen, wie ich es jetzt hier trage, sieht man das? Kann ich kurze Hose tragen und die Stiefel und dann vielleicht noch Knieschoner, dann wäre es gut. Habe ich jetzt halt keine einzelnen, aber ich will mir natürlich auch solche Knieschoner gerne kaufen. Frank schwört auf so ein Roboterknie, weil dann kannst du das Knie nicht verdrehen. Hier ist nur Aufprall geschützt, aber mit diesen Roboterknien, wie ich immer sage, da kannst du eben das nicht verdrehen. Und das ist halt so, wenn du den Fuß rausstellst in der Kurve, manchmal reicht ein kleiner Stein, dann reißt dir das Bein weg. Ja, also, es kann schon passieren, ist mir nie passiert, scheiße ich drauf. Ja. Es ist halt immer, was dir mal passiert ist, bist du mal dumm auf den Kopf gefallen, trägst du Neckbrace. Bei mir bin dumm auf den Fuß gefallen zweimal, trage ich halt die Superschuhe. Und das Ding ist halt, beide von diesen Protektoren am Knie sind gebrochen. Solange die in der Hose drin sind, ist es okay. Aber da hätte ich tatsächlich am liebsten so eine richtige wasserdichte Traveler-Hose, aber eben ohne Protektoren extra tragen. Ein weiterer Vorteil der einzelnen Komponenten ist, dass diese Klamotten, wenn du sie so hast, wie ich sie gefahren habe, die kannst du nur zum Motorradfahren anziehen. Natürlich kannst du mit der Motorradjacke auch in der Stadt rumlaufen, aber mit Rückenprotektor und Schulter und links, habe ich schon gemacht, es macht halt keinen Spaß. Deswegen ist es besser, wenn du flexibel bist. Du hast eine Jacke und die ziehst du zum Motorradfahren an und in die Stadt. Und wenn ich die jetzt so einzeln habe, ist es zwar immer noch eine Motorradjacke, aber da sind keine Protektoren mit drin. Ich ziehe die einfach an und habe eine easy, bequeme, lockere Jacke. Locker in Anführungszeichen, das ist natürlich aus so einem Cordura-Stoff und so. Ne? Aber zum Beispiel eine Lederjacke zu Hause, könntest du einfach die Lederjacke drin ziehen, sieht super cool aus und bist super geschützt. Und trägst die halt auch in der Stadt super. Und ziehst dann einfach die Protektoren aus und hast dann nicht Robocop. Flexibilität. Dafür plädiere ich. Und ja, mit den Schultern, wenn ihr noch eine andere Idee habt, wie man Schultern so tragen könnte, gerne. Ich hatte auch im Geschäft mal so einen Motocross, hier so einen Brustpanzer und so an. Da hast du halt wieder Brustpanzer und das ist dann auch wieder massiv, aber es war nicht so unbequem, wie ich gedacht habe. Nicht so schwer auch vor allen Dingen. Das ist mein Take zu der Klamottenfrage. Ich habe mich wieder an den gewohnten Platz gesetzt und möchte noch eine Sache erwähnen. Ich habe jetzt hier das gekauft auf der Insel Margarita. Es gab 50% auf Liat und 20% auf Fox. 100 Mal hingefahren und ihr wisst ja, so dicke habe ich es nicht. Und dann überlegt hinher, soll ich das machen, soll ich das nicht machen. Aber ja, nach 75.000 Kilometern mit dem gleichen Equipment ist es auch mal okay, glaube ich, mal was auszuwechseln. Und natürlich möchte ich eure Meinung hören. Wie seht ihr das mit den Motorradklamotten? Was tragt ihr? Warum tragt ihr es so? Und warum mache ich es gut oder schlecht? Eine kleine Anekdote zum Bezahlen hier in Venezuela. Man kann in vielen, hier auf der Insel fast überall mit Karte zahlen, was cool ist. Aber das Witzige ist, dass der PIN, der wird hier nicht eingegeben von dir selber, sondern die sagen PIN-Nummer und dann musst du, während die Leute mit dir an der Kasse stehen, darüber rufen 7345 oder so. Das ist halt so witzig. Ja, only in Venezuela, würde ich sagen. Das war heute die Kleiderfrage. Ich möchte mich noch bedanken bei den Unterstützern recht herzlich. Und zwar Uwe Josef, Oliver, Stefan, Armin für einen Kaffee, Gerd, Peter aus Rostock und Mario. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Vielleicht kann ich mir irgendwann mal Knieschoner neu leisten, die nicht zerbrochen sind. Es sieht hier ein bisschen nach Regen aus und donnert auch ein bisschen. Heute Nacht hat es auch geregnet. Stört nicht, weil es sind 30 Grad. Aber ich möchte das Zeug runterbringen. Von hier, von der Küche zu meinem Zimmer, muss ich ein bisschen durchs Wetter laufen sozusagen.
Und da möchte ich jetzt das Zeug runterbringen, bevor es anfängt zu regnen. Hört ihr es donnern im Hintergrund? Weiß ich nicht. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Ruti. Auf Wiedersehen. Dann habe ich festgestellt, dass hier unten diese eine, das ausgerissen ist an meinem Stiefel. Oh. Naja. Ich glaube, das wird den Schließverschluss nicht beeinträchtigen, aber es wird halt hier immer weiter hochreißen, dann dieses Teil. Aber ich glaube, es ist nicht so schlimm.